Kursexplosionen, die neue Rekorde brechen. Gefolgt von Abstürzen, die mal eben 50% des Wertes ausradieren. Schlagzeilen, die zwischen über Nacht zum Bitcoin-Millionär und das Ende der Kryptoblase hin und her springen. Dieses Gefühl, in einer permanenten Achterbahn zu sitzen, mal in heller Euphorie, mal in blanker Panik, kennt jeder, der sich mit Bitcoin beschäftigt. Diese ständigen, brutalen Aufs und Abs sind zermürbend. Sie lassen Bitcoin wie ein reines Zockerasset aussehen. Ein digitales Casino für Glücksritter, die auf den nächsten Hype wetten. Aber was, wenn diese wilde Fahrt kein Systemfehler ist, sondern ein absolut notwendiger, logischer und vor allem vorübergehender Prozess? Diese verrückte Bitcoin-Achterbahn, die wir alle kennen und lieben oder hassen, ist kein Zufall. Sie ist ein notwendiges Übel auf dem Weg, unser Geldsystem zu revolutionieren. In diesem Video zeige ich dir, warum diese wilde Fahrt bald ein Ende haben könnte und wie aus dem Zocker-Asset das Weltgeld der Zukunft wird. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Um zu verstehen, warum die Achterbahn bald im Bahnhof ankommt, müssen wir erstmal kapieren, warum sie überhaupt so verdammt schnell fährt. Die extreme Volatilität von Bitcoin hat einen einfachen Grund. Bitcoin ist technologisch eine Revolution, aber als globale Anlageklasse noch ein Teenager. Stellen Sie sich also einen Teenager vor, voller Potenzial, wächst unglaublich schnell, testet aber auch ständig seine Grenzen aus. Er ist impulsiv, reagiert extrem auf gute wie auf schlechte Nachrichten und hat seinen festen Platz in der Welt der Erwachsenen noch nicht gefunden. Genau so benimmt sich Bitcoin. Eine positive Nachricht über institutionelle Adoption: der Kurs explodiert. Ein Gericht über strenge Regulierung: Panikverkäufe schicken den Preis in den Keller. Dieser Zustand wird als Wertspeicherphase bezeichnet. Hier dominiert die Spekulation. Weil kaum jemand Bitcoin für den täglichen Einkauf nutzt, wird sein Wert primär durch Angebot und Nachfrage an den Börsen bestimmt. Und diese Nachfrage? Nun, die wird von der Hoffnung auf zukünftige Gewinne angetrieben und der Angst, alles zu verlieren. Also FOMO, die Fear of Missing Out, treibt die Kurse in irrationale Höhen. Und FUD, Fear, Uncertainty und Doubt, sorgt für ebenso irrationale Abstürze. Für Anleger ist das ein emotionaler Albtraum, der den Eindruck erweckt, man hätte sein Geld nicht investiert, sondern auf Rot oder Schwarz gesetzt. Und das ist der Grund für den Schmerz, die Unsicherheit und den Ruf als reines Zockerasset. Aber genau hier müssen wir die Perspektive wechseln. Was, wenn diese Volatilität kein Fehler, kein Bug, sondern ein absolut notwendiges Feature ist? Erfolgreiche Investoren und Analysten verstehen, diese Schwankungen sind der sichtbare Ausdruck eines globalen Preisfindungsprozesses. Denken Sie an die häufige Analogie: digitales Gold. Gold hatte Jahrtausende Zeit, um seinen Wert in einer Zivilisation zu etablieren. Kriege, Imperien und ganze Epochen haben seinen Status als ultimativer Wertspeicher gefestigt. Bitcoin versucht, denselben Prozess in etwas mehr als einem Jahrzehnt durchzuziehen. Dieser komprimierte Zeitstrahl führt zu zwangsläufig heftigen Eruptionen. Jede Bewegung, ob nach oben oder nach unten, ist ein Test. Wie reagiert der Markt auf eine Krise? Wie viel Kapital fließt bei einer bestimmten Preisgrenze rein oder raus? Es ist ein Stresstest in Echtzeit, bei dem sich der faire globale Wert von Bitcoin erst noch herauskristallisieren muss. Und die Daten zeigen einen klaren Trend. Die Achterbahn wird langsamer. Wenn wir uns die Bitcoin-Zyklen ansehen, stellen wir fest, dass die prozentualen Schwankungen tendenziell abnehmen. Auch wenn die Volatilität im Vergleich zu etablierten Anlageklassen immer noch hoch ist, zeigt sich über die Jahre eine deutliche Reifung. Das bedeutet nicht, dass die absolute Preisschwankungen gering sind.
Bei einer hohen Marktkapitalisierung kann eine kleine prozentuale Änderung immer noch Milliarden von Dollar ausmachen. Aber es zeigt, dass der Markt erwachsener wird. Er kann heute große Kapitalflüsse absorbieren, ohne sofort komplett zusammenzubrechen, wie es in früheren Zyklen der Fall gewesen wäre. Die wilde Fahrt des Teenagers weicht langsam der stabilen Entwicklung eines jüngeren Erwachsenen. Der Übergang vom volatilen Teenager zum etablierten Weltgeld verläuft nicht chaotisch, sondern folgt einem bemerkenswert klaren, vierstufigen Modell. Wir befinden uns gerade im Übergang von Phase 1 zu Phase 2. Phase 1, der Wertspeicher. Das ist die Phase, in der wir uns gerade besprochen haben. Bitcoin wird primär als digitales Gold gehalten, als Spartechnologie, um Kaufkraft langfristig zu erhalten. Die Nutzung ist passiv, die Volatilität sehr hoch, weil die Spekulation dominiert. Man spart in Bitcoin und tauscht bei Bedarf zurück in Euro oder Dollar. Phase 2. Fiat-Geld auf Bitcoin-Basis, der Goldstandard 2.0. Diese Phase erlebten wir gerade in Echtzeit und sie ist der erste große Volatilitätsdämpfer. Die Rede ist von Stablecoins. Das sind digitale Token, die den Wert einer Fiat-Währung wie den US-Dollar abbilden. Ihre Marktkapitalisierung ist förmlich explodiert und hat Anfang 2026 die Marke von 300 Milliarden US-Dollar weit überschritten. Stablecoins sind die Brücke zwischen dem alten und dem neuen Finanzwelt. Sie fungieren als Liquiditätsschicht für den gesamten Kryptosektor und ermöglichen blitzschnelle, globale Transaktionen zu minimalen Kosten. Weitaus effizienter als jede traditionelle Banküberweisung. Während Bitcoin im Hintergrund als dezentrales Reserveasset reift, quasi als Gold im Tresor, werden Stablecoins zur Bargeldschicht für den Alltag. Regulatorische Rahmenwerke wie die MiCA-Regulierung in Europa oder der Clarity Act in den USA schaffen zudem Rechtssicherheit und Anlegerschutz. Seit Ende 2024 sind die entscheidenden Regeln aus MiCA für Stablecoins in Kraft, was das Vertrauen in dieses System weiter stärkt. Der Clarity Act lässt noch weiter auf sich warten. Diese Phase stabilisiert den Markt, da ein Großteil des täglichen Handels über diese preisstabilen Tokens abgewickelt wird, während Bitcoin seine Rolle als ultimativer Wertanker festigt. Phase 3. Die Recheneinheit, Unit of Account. Das ist der logische nächste Schritt und ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum Weltgeld. In dieser Phase werden Preise für Waren, Dienstleistungen und sogar Gehälter nicht mehr nur in Dollar oder Euro, sondern auch in Bitcoin bzw. seiner kleinsten Einheit, Satoshis, angegeben. Heute ist das wegen der Volatilität noch undenkbar. Aber mit zunehmender Stabilität durch die Etablierung als Reserveasset und die Nutzung von Stablecoins als Übergangslösung wird das realistisch. Wenn ein Kaffee also nicht mehr 3 Euro kostet, sondern eine bestimmte, relativ stabile Menge an Satoshis, dann ist Bitcoin endgültig im Wirtschaftsalltag angekommen. Phase 4. Die native Nutzung, das Lightning Network. Die letzte Phase ist die technologische Vollendung, die Massennutzung von Bitcoin im alltäglichen Zahlungen. Das Hauptproblem der Bitcoin-Blockchain ist die langsame Geschwindigkeit von etwa 7 Transaktionen pro Sekunde. Die Lösung dafür? Das Lightning Network. Stellen Sie sich also eine Bitcoin-Blockchain als das globale, extrem sichere Hauptbuch für große finale Abrechnungen vor. Ähnlich dem System zwischen Zentralbanken. Das Lightning Network ist das darüberliegende Zahlungsnetzwerk für den Alltag, vergleichbar mit Visa oder Mastercard. Es ermöglicht Millionen von Transaktionen pro Sekunde, in Echtzeit und zu praktisch null Gebühren. Das Volumen in Lightning Network wächst exponentiell und hat Ende 2025 bereits die Marke von 1 Milliarde US-Dollar pro Monat überschritten. Wenn Millionen von Menschen weltweit Bitcoin nativ für Mikrozahlungen nutzen, vom Trinkgeld für den Online-Artikel bis zum Kauf eines Kaffees, entsteht eine gigantische, stabile Basis an wirtschaftlicher Aktivität.
Ein System, das für unzählige kleine alltägliche Transaktionen genutzt wird, ist per Definition weniger anfällig für spekulative Schwankungen. Die riesige Transaktionsmenge verankert den Wert von Bitcoin in der Realwirtschaft und erstickt die wilde Volatilität der Anfangsjahre. Dieser Weg in 4 Phasen ist ein komplexer, aber logischer Prozess. Was meinst du dazu? In welcher Phase seht ihr Bitcoin gerade? Oder wo lauern die größten Hürden auf dem Weg zum globalen Adoption? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Und wenn euch die Analyse gefallen hat und ihr die Reise vom Zockerasset zum Weltgeld weiter mitverfolgen wollt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Also, um es auf den Punkt zu bringen, die brutale Bitcoin-Achterbahn ist kein Zeichen von Schwäche oder ein Systemfehler. Sie ist der natürliche, wenn auch schmerzhafte Preisfindungsprozess einer neuen globalen Anlageklasse. Wir erleben live den Übergang von einer hochspekulativen Technologie zu einem mehrstufigen, stabilen Geldsystem. Die Reise führt vom Wertspeicher, dem digitalen Gold, über die Nutzung als Reserveasset für eine boomende Stablecoin-Ökosystem bis hin zur Etablierung als globale Recheneinheit und schließlich zur alltäglichen Nutzung über blitzschnelle Netzwerke wie Lightning. Jede dieser Phasen killt ein Stück der Volatilität und stärkt die Verankerung in der realen Weltwirtschaft. Die Bitcoin-Achterbahn endet also nicht abrupt. Sie hält nicht morgen an. Aber die Schienen sind verlegt. Das Ziel ist bekannt. Und die Fahrt wird mit jedem Zyklus, mit jeder neuen Anwendung und mit jedem institutionellen Investor, der einsteigt, berechenbarer und ruhiger. Die Zeit der 80% Abstürze weicht einer reiferen Form der Wertentwicklung. Wir verlassen langsam den Vergnügungspark der Spekulation und fahren in den Hauptbahnhof des globalen Finanzsystems ein. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann die Achterbahn im Bahnhof des globalen Geldsystems ankommt. Was denkst du dazu? Ist die Volatilität bald ein Ding der Vergangenheit? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.